Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Intergeo-Talk. Heute sprechen wir über das Thema Stadtentwicklung, Stadtplanung, Stadt der Zukunft und wie wir auch darin leben, wohnen, arbeiten, ja auch zukünftig. Und wie? Natürlich mit Hilfe von Digitalisierung, mit Hilfe von Geodaten, mit anderen Daten, mit Hilfe von Sensoren, Automation, technologischem Know-how und Fortschritt für die Zukunft. Und integrierte Stadtentwicklung spielt natürlich besonders jetzt in Zeiten von Klimawandel, von der modernen Mobilität, von Herausforderungen wie Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle. Und seit 2021 ist in Deutschland das Projekt CUT, also C-U-T aktiv. Das nennt sich Connected Urban Twins. Und das zeigt, wie man mit Hilfe von Digitalisierung eine nachhaltige Stadtentwicklung umsetzen kann. So, wie indem digitale Zwillinge unsere Städte eben digital abbilden und sozusagen Was-wäre-wenn-Szenarien darstellen und dann eben zeigen, wie sich Dinge auswirken. Mein Gast, meine Expertin dazu ist Dr. Nora Reinecke und sie ist seit 2021 die Gesamtprojektleiterin von CUT und sie ist aber auch Hamburger Projektleiterin dieses Smart City Modellprojektes. Gemeinsam mit den Städten Hamburg, Leipzig und München. Ja, und was Ihre Lieblingsanwendungen sind, Möglichkeiten für diese integrierte Stadtentwicklung, wie diese Baukästen, diese digitalen Zwillinge sich zusammensetzen, wer das erfahren will, der hört jetzt rein. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Intergeo-Talk CUT Connected Urban Twins mit Dr. Nora Reinecke. Viel Vergnügen! Ja, und jetzt freue ich mich natürlich, dass es losgeht und wir wirklich tiefer einsteigen können in das Thema und das Projekt CUT für Connected Urban Twins zusammen erläutern können. Liebe Nora Reinecke, auch Sie können jetzt natürlich direkt mit uns einsteigen und die ja am Anfang auch etwas größere Formulierung. Sie beziehen sich da auf urbane Datenplattformen in Urban Connected Twins, in digitale Zwille und integrierte Stadtentwicklung. Ist ja auch ein bisschen, wenn man das Wort auseinander nimmt aus dem Englischen, kommt genau das raus. Es sind aber dennoch 3 große Bausteine, die eine Menge aussagen schon über das Projekt und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns da jetzt mitnehmen und gleich mal erklären, was Sie genau damit meinen. Ja, total gerne. Sie haben es ja gerade schon skizziert. Es gibt 3 zentrale Begriffspaare bei uns im Projekt und die stelle ich Ihnen gerne dar, weil das wirklich die Basis, das Fundament dessen ist, was wir im Projekt auch bewegen wollen. Urbane Datenplattformen ermöglichen ganz grundsätzlich einen leichten Zugang zu unterschiedlichsten Daten. Das können Daten zu Infrastruktur sein, zu Bauen, Wohnen, Bevölkerung, Wirtschaft, also unterschiedlichste Datentypen oder auch Datenarten, Datencluster aus einer Stadt. Und die werden dann verschiedenen Akteuren zur Verfügung gestellt, sei es jetzt in der Verwaltung, in der Wissenschaft, in der Stadtgesellschaft. Also eine leicht zugängliche Datenbasis jeglicher relevanter städtischer Daten. Und die integrierte Stadtentwicklung, das zweite Begriffspaar, was Sie eben geschildert haben, zielt darauf ab, dass wir Planungsprozesse ganzheitlich gestalten, also in der Stadtentwicklung unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel Gebäude, Verkehr, Umwelt, Soziales, gemeinsam betrachten, also ganzheitlich integriert. Und das dritte Begriffspaar, also sozusagen der Kern dessen, was wir erarbeiten und erreichen wollen im Projekt, urbane digitale Zwillinge. Das sind virtuelle Abbilder einer Stadt, die je nach Fragestellung, die uns beschäftigt, auf unterschiedliche Datenquellen aus den urbanen Datenplattformen zugreifen. Da können auch Echtzeitdaten zu gehören, da wo es für die Fragestellung relevant ist. Und dann realitätsnahe Abbilder der Städte generieren und aber eben auch unterschiedlichste Analysemöglichkeiten ergänzen und auch Simulation. Also was wäre, wenn Szenarien, um eben zukunftsfähige Entscheidungen treffen zu können. Und das ist auch genau das, was wir mit unserem Projekt erreichen wollen. Genau, zukunftsfähig ist das Stichwort, denn wir wollen lebenswerte Städte, wir wollen in den Städten von morgen leben, arbeiten, wohnen, uns aufhalten können. Und natürlich haben wir die große Herausforderung Klimawandel, Infrastruktur, Mobilität.
Und spätestens bei Urban Connected Digital Twins, überhaupt Digital Twins sind natürlich alle, die die Intergeo seit Jahren besuchen, vertraut mit. Es ist das große Thema, wirklich virtuelle Abbildungen, verschiedene Bausteine kommen da zusammen von Sensorik, von Automation, das sind die Geodaten, angereicherte Daten, Datensilos werden aufgelöst und das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Ne? Das ist natürlich auch für Bürgerinnen und Bürger oftmals noch was, wo sie gar nicht vertraut sind. Ne? Also erstmal so, was heißt das eigentlich, so ein Urban Twin? Das ist natürlich für Fachleute oft sehr verständnisvoll, was da alles rein muss, wie das alles miteinander integriert sein muss, ineinander greifen muss. Aber wir möchten gerne auch bei Ihnen im Projekt auch darauf eingehen, was Sie damit, es sind ja 3 Partnerstädte sozusagen, 3 Großstädte in Deutschland, die damit gestartet sind. Das sind München, Leipzig und Hamburg. Und was möchten Sie eigentlich damit bewegen? Also sei es für Fachleute aus Stadtentwicklung oder Stadtplanung, ja, aber auch sozusagen für uns Bürgerinnen und Bürger, wo es auch Nutzen hat. Ja, da zielen Sie ja auf ganz unterschiedliche Bereiche ab, die wir tatsächlich auch im Projekt bewegen und darauf abzielen. Urbane digitale Zwillinge und so auch das, was wir erreichen wollen in unserem Kooperationsprojekt Connected Urban Twins, ermöglichen ja erst einmal Prozesse zu verstehen und ja, Zusammenhänge auch klarer zu machen bei unterschiedlichsten Fragestellungen. Da haben Sie ja eben auch einzelne Beispiele schon genannt. Und indem wir komplexe städtische Zusammenhänge nachvollziehbarer machen, eben auch für unterschiedliche Zielgruppen, ne? Also auch für Bürgerinnen, Bürger, für Entscheiderinnen, Entscheider aus der Verwaltung, generell unterschiedliche Akteure aus der Stadtgesellschaft, ermöglichen wir eben sowohl fundiertere Entscheidungen als auch eben transparentere Entscheidungen. Und Leute mitzunehmen, Dinge verständlicher zu machen, sind eben auch ganz zentrale Elemente dessen, was wir erreichen wollen. Und Hamburg, Leipzig, München, Sie haben es gerade gesagt, das sind unsere 3 Partnerstädte im Projekt CUT, sind diese stadtübergreifende Partnerschaft eingegangen, um eben auch ja, unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen zu können. Wir kommen ja aus unterschiedlichen digital-strategischen Prozessen, haben unterschiedliche Fachexpertisen und sind jetzt ein Projektteam von um die 70 Leute, die aus unterschiedlichen Ämtern, aus unterschiedlichen Fachlichkeiten zusammenkommen und da dann eben auch ja, möglichst anschlussfähig sind und ja, gute unterschiedliche Perspektiven einbringen. Und das zielt eben auch darauf ab, dass wir einerseits auf unsere unterschiedlichen Erfahrungen aufbauen können, aber eben auch für weitere Städte und Kommunen möglichst anschlussfähig dann eben Dinge entwickeln. Mhm. Hört sich aber auch nach einer großen Herausforderung an, 70 Fachexpertinnen, Experten aus unterschiedlichen Bereichen zu koordinieren. Sie sind ja auch die Gesamtprojektleiterin, zusammenzubringen, gestartet in Corona-Zeiten, wo erstmal wahrscheinlich auch Treffen nicht möglich waren. Ne? Ist auch eine große Herausforderung, ne, die da wahrscheinlich erstmal anstand. Jetzt ist es natürlich mitten im Laufen. Sie haben tolle Beispiele und Anwendungsfälle, die man auch schon im Web sehen kann und die Sie auch vorstellen. Gehen Sie da gerne mal auch drauf ein, auf konkrete Beispiele und Möglichkeiten, an denen Sie da arbeiten und ja, welche Impulse da eigentlich entstehen und Möglichkeiten. Ja, das mache ich wahnsinnig gerne. Ich habe Ihnen hier zur Veranschaulichung ein paar Beispiele mitgebracht, um das Ganze auch visuell zu unterstützen, denn ich finde, es macht natürlich Spaß, sich darüber zu unterhalten. Es ist aber auch sehr schön, das Ganze mal ja, richtig, wenn nicht anfassen, zumindest anschauen zu können. Virtual Reality ist ein Stichwort, was ich heute zur Veranschaulichung einmal mitbringen wollte. Und da sehen Sie hier unterschiedliche Bilder aus unseren 3 Partnerstädten. Und das, was wir machen, ist, dass wir stadtübergreifend VR-Umgebungen weiterentwickeln, also auch sowas ermöglichen wollen wie digitale Stadtführung. Und dieser Prototyp, der schafft Verständnis für die Chancen von VR auch über diese konkreten Anwendungen oder Beispiele hinaus. Also ja in unterschiedlichsten Bereichen der Stadtentwicklung gibt es da eben Möglichkeiten, das da auch nutzbar zu machen. Ein zweites Beispiel habe ich Ihnen hier heute auch mitgebracht. Da sehen Sie hier auch in einer Live-Gestaltung im Tagesverlauf den Schattenwurf von einem geplanten Gebäude. Und dieser 3D-Projektplaner zielt eben darauf ab, dass veranschaulicht wird, was in 3D-Planungsprozessen gerade mit Blick auf Gebäuden das für Auswirkungen hat auf das gesamte Stadtbild, was jetzt in 2D-Darstellungen nicht möglich wäre.
Dieser 3D-Projektplaner, den wir gerade entwickeln, ist ein Open-Source-Werkzeug, was für die tägliche Arbeit gerade mit 3D-Planungsprozessen im Baubereich genutzt werden kann, also auch die Arbeit an 3D-Modellen erleichtert. Und ein drittes Beispiel habe ich Ihnen auch mitgebracht. Das ist unser Storytelling-Tool. Und das ermöglicht einfach eine datenbasierte oder datengestützte Erzählung von Geschichten. Und das kann Daten verständlicher machen, kann Informationen verständlicher machen, interessanter, ansprechender. Und das Ganze wird auch Open Source nutzbar gemacht, aufbauend auf DPAS, also unserem digitalen Partizipationssystem, was wir auch im Rahmen von CAT schon auf München und Leipzig transferiert haben. Also einem Beispiel, wo wir durchaus sehr erfolgreich schon interkommunal transferiert haben. Dieses Tool, was Sie jetzt hier gerade sehen, also das Storytelling-Tool, ist eine Weiterentwicklung, die wir jetzt im Rahmen des Projektes umgesetzt haben die auch Open Source anderen zur Verfügung steht. Danke für die Beispiele. Also digitaler Stadtführer hört sich toll an. Ist natürlich immer auch schön, Anwendungen zu sehen, wo Virtual Reality wirklich schon konkret auch Nutzen bringt und Möglichkeiten. Der Schattenwurf, überhaupt alles, was gebaut wird, auch wirklich zu sehen, die Auswirkungen, was macht es in der Stadt, wie verändert sich es, ne? Von Sonne, von Wind, von auch Wärme, Energie, alles Mögliche. Und Storytelling ist natürlich auch toll, weil das leuchtet direkt ein. Also ich verstehe, wenn ich auf eine Karte klicke, auf eine interaktive, was an der Stelle ist, was da möglich ist, was gemacht werden kann. Und das sind echt richtig tolle Beispiele. Wenn Sie jetzt auf diese ganzen Dinge blicken, die Sie auch schon seit 2021 entweder gestartet haben, kurz vielleicht vor der nächsten Phase sind, was bewegt Sie da am meisten oder wo sehen Sie den meisten Nutzen? Ist es mehr so der Bereich Klima, Energie? Ist es der Bereich Lebensqualität, Wohnen oder ist es vielleicht moderne Mobilität? Haben Sie da auch sozusagen ein Lieblingsprojekt im Kopf, was Sie total begeistert vom Herzen her? Also grundsätzlich, das, was ich an unserem Projekt so fantastisch finde, ist, dass wir mit so einer Baukastensystematik, mit einer Baukastenlogik arbeiten, was es uns ermöglicht, die Frage nach einem Lieblingsbestandteil ganz elegant zu umschiffen, indem ich sage, unser Projekt ist ein Baukastensystem. Wir haben unterschiedliche technische Tools, wir haben unterschiedliche Analyse-, Simulations-, Visualisierungsmöglichkeiten, die sich je nach Fragestellung zusammensetzen und dann eben auch eine Erleichterung, ein besseres Arbeiten bei ganz unterschiedlichen Anwendungsbeispielen ermöglichen. Ne? Also diese Tools, an denen wir arbeiten, die haben ja an sich jetzt keinen Selbstzweck, sondern die werden ja dann erfolgreich und bieten einen Mehrwert eben auch für die Städte, wenn sie an ganz konkreten Fragestellungen einen Mehrwert bieten. Wir haben ganz konkrete Beispiele in unseren 3 Städten, an denen wir arbeiten. Das ist die Kita-Netzplanung in Leipzig beispielsweise oder die klimaneutrale Quartiersentwicklung in München. Dann haben wir das städtebauliche Monitoring in Hamburg oder das, was wir eben auch bei dem 3D-Projektplaner gesehen haben, auch die Veranschaulichung von Bauvorhaben. Also das sind ja ganz konkrete Stadtentwicklungs- Perspektiven, an denen wir arbeiten. Und um auf Ihre Frage nach meinem Lieblingsbestandteil zurückzukommen, das, was ich so schön finde, ist tatsächlich unsere Würfellogik, also unsere Baukastenlogik, dass sich konkrete Anwendungsbeispiele mit Datenquellen, mit Analysemöglichkeiten je nach Zielsetzung zusammensetzen. Und das ist tatsächlich was, wo wir auch als 3-Städte-Team interdisziplinär auch wirklich dran gearbeitet haben, an dieser Systematik, die für uns sehr gut funktioniert und für die wir eben auch eine hohe Anschlussfähigkeit für andere Städte und Kommunen uns erhoffen. Ja, nicht zuletzt deshalb. Wir kennen uns ja schon von 2022 aus Essen. Da sind Sie nämlich vom Veranstalter der Intergeo vom DVW mit dem Zukunftspreis ausgezeichnet worden. Eben genau für dieses Übergreifende, für dieses Connected, für diesen Wissentransfer, für diese Integration von Technologien, von Wissenschaft und Forschung in konkrete Anwendungsbeispiele mit jeder Menge Zukunftspotenzial, was sich einfach auch noch trägt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und
Wie setzen Sie, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass ich das auch wirklich eine Herausforderung finde, wie es gestartet ist, das Projekt in Corona, wie 70 Fachleute vernetzt werden. Wie setzen Sie das konkret um? Also dieser Wissenstransfer und die Vernetzung innerhalb der 3 Projektstädte und das Ganze auch noch mit anderen Städten und Kommunen. Wie muss ich mir das vorstellen? Halten Sie da immer ein Riesenkomitee oder wie sind Sie permanent irgendwie per Teams, per Zoom verbunden oder treffen Sie sich wöchentlich? Sind Sie nur noch im Zug? Wir versuchen das zu kombinieren und tatsächlich auch stadtübergreifend uns regelmäßig live zu treffen. Wir hatten jetzt letzten Monat gerade ein Live-Management-Meeting in Hamburg mit den Teilprojektverantwortlichen und den Projektleitungen aus den 3 Städten, weil man live einfach nochmal anders zusammenarbeiten kann als virtuell, aber haben auch sehr gute Erfahrungen mittlerweile und sind da eingespielt, was das virtuelle Miteinander betrifft und haben jetzt im Mai beispielsweise einen großen Plenumsworkshop à la CAT Beteiligten in Leipzig, worauf ich mich schon wahnsinnig freue. Aber genau, zu Ihrer Frage, grundsätzlich funktioniert das virtuelle Zusammenarbeiten sehr gut, erst recht, nachdem wir eben am Anfang eben auch eine Struktur, eine Systematik für uns erarbeitet, entwickelt haben, was funktioniert. Und Ihre Frage zielte ja auch auf den Wissenstransfer ab. Da gehe ich gerne nochmal drauf ein. Wir haben einerseits natürlich den projektinternen Wissenstransfer, aber eben auch den projektexternen Wissenstransfer. Und da profitieren wir einfach auch sehr von den Erfahrungen, die wir jetzt schon innerhalb unserer 3-Städte-Kooperation sammeln. Denn das, was wir in unseren Städten erarbeiten und miteinander teilen, ist dann eben auch noch einfacher und schon erprobt mit weiteren Städten teilbar. Das ist natürlich ein großer Mehrwert und ein großes Privileg, was wir als Kooperationsprojekt reinbringen. Und CAT hat dementsprechend ja auch einen Modellcharakter. Das haben Sie ja eben auch gerade schon dargestellt. Neue Wege aufzeigen, sowohl für uns als auch für andere. Das ist ja auch unser Auftrag als Modellprojekt Smart Cities. Wir sind ja eins von 73 vom BMWSB geförderten Modellprojekten. Und für unsere 73 Modellprojekte gibt es auch die Koordinierungs- und Transferstelle, die KTS, die eben auch die Schnittstelle zwischen den Projekten darstellt. Das heißt, wir haben einerseits schon innerhalb unserer 3-Städte-Kooperation unseren Austausch- und Wissenstransfercharakter, dann auf Ebene unserer Modellprojekte, Partnerprojekte. Dann haben wir, um ein Beispiel noch zu nennen, haben wir eine Dienstspec initiiert, digitaler Zwilling für Städte und Kommunen nennt die sich, wo wir eben mit weiteren Akteuren aus Wirtschaft, Forschung und Städten, Kommunen gemeinsam ein Verständnis urbaner digitaler Zwillinge erarbeiten, um auch über unser Projekt hinaus mit weiteren Leuten Standards zu setzen. Und das ist genau auch ein Ziel, was wir als Projekt haben, Standards zu setzen, die dann eben auch für andere übertragbar und anschlussfähig sind. Und indem wir Standards setzen, können eben auch Erkenntnisse einfacher übertragen werden. Es können einzelne Tools einfacher übertragen werden. Und das ist eben dann auch die Basis dessen, was wir anderen Städten und Kommunen zur Verfügung stellen. Sehr cool. Das heißt also nicht nur die großen Modellstädte jenseits der 500.000 Einwohner, sondern auch, Sie haben es angesprochen, kleinere Städte und Kommunen sind da gefragt, um sich eben quasi anzudocken. Ne? Also ich stelle mir das vor wie so Satelliten und dann kreisen da immer andere rum und es geht immer weiter. Wie so ein kleines Sonnensystem. Sehr schön. Genau, wir sind schon quasi von unserem Podcast, von unserem Talk bei der letzten Frage und das zieht eben nochmal eigentlich in die Richtung ab, wo ich eben schon war. Das ist, wie können eben andere Stadtplanerinnen, also Fachleute, Experten aus Stadtplanung, Verwaltung und in Folge natürlich auch wir, die in Städten leben und wohnen, ganz konkret von den Ergebnissen profitieren. Da sind wir nochmal wahrscheinlich bei diesen Beispielen, den konkreten. Und da freue ich mich jetzt nochmal, was Sie uns da mitgebracht haben und worauf Sie da jetzt nochmal eben den Fokus legen. Ja, vielen Dank, dass Sie das jetzt zum Abschluss nochmal so präzise auf diese eine Frage münzen. Grundsätzlich entwickeln wir im Projektteam verschiedene Formate. Wissenstransfer, Replikation ist eins von unseren 5 Teilprojekten, also eine ganz zentrale Säule. Und alles beruht bei uns im Projekt auf unserer Baukastensystematik, die ich Ihnen eben schon erläutert habe. Also unser Konzept urbaner digitaler Zwilling ist ein Baukastensystem und es gibt dann verschiedene spezifische Fragestellungen, die dann aus der Stadtentwicklung an Daten herangetragen werden oder an die unterschiedlichen Akteure, die beteiligt sind. Dieser Baukasten beinhaltet dann die unterschiedlichen digitalen Ressourcen einer Stadt,
oder einer Kommune. Und das ist dann eben auch mit Blick auf das, was Sie gerade als Satelliten bezeichneten, nochmal aus meiner Sicht sehr wichtig zu verdeutlichen, dass ja die Systeme jeweils trotzdem spezifisch sind, auch wenn sie anschlussfähig sind und die Systematik des Baukastens sich übertragen lässt und die Erfahrungen übertragen werden können und auch einzelne Tools natürlich übertragen werden können, alle Open Source. Aber die urban-digitalen Zwillinge sind jeweils virtuelle Abbilder einer jeden Stadt oder Kommune. Und die Systematik ist übertragbar. Das heißt, wir haben einerseits technische Komponenten, die als Open Source auf opencode.de zur Verfügung gestellt werden und dementsprechend übertragbar gestaltet werden. Darüber hinaus haben wir natürlich auch als Open Access Ansatz verschiedene weitere Erfahrungen, die wir teilen und anderen zur Verfügung stellen, ne? Seien es wissenschaftliche Publikationen oder auch Checklisten, Merklisten, Erfahrungen, die wir gesammelt haben, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Denn auch das ist ja immer sehr wertvoll miteinander zu teilen. Bis Ende 25, also solange wie unser Projekt jetzt noch läuft, werden wir ja auch noch an weiteren ganz konkreten Anwendungsfällen der integrierten Stadtentwicklung arbeiten und diese umsetzen und auch die Erfahrungen, die wir dort generieren, eben mit anderen teilen. Und ein ganz wichtiges Instrument oder Medium für uns ist dafür unsere Website connectedurbantwins.de, wo wir sowohl diese Baukastensystematik, die ich eben kurz geschildert habe, als auch die technischen Komponenten, als auch die Erfahrungen aus unseren Anwendungsfällen zur Verfügung stellen. Und unsere Akademie, die wir jetzt Anfang des Jahres gelauncht haben, auf der Website stellt verschiedene Webinare und Videos zur Verfügung, tatsächlich frei verfügbar für alle, die sich dafür interessieren, wo eben ganz anschaulich auch dargestellt wird, was wir für Erfahrungen sammeln, wie was funktioniert, sowohl mit Blick auf die Anwendungsfälle als auch mit Blick auf die Tools. Von daher freue ich mich, wenn es da Interessenten gibt, die dieses Angebot nutzen möchten. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung von CUT, Connected Urban Twins. Das war wirklich sehr spannend und ich denke, oder wenn ich so höre, dass wir wirklich die großen Herausforderungen Nachhaltigkeit, Emissionen, Wärme, Klima in Städten, Klimaanpassung, aber auch moderne Mobilität, Demografie gut hinbekommen, wenn wir solche digitalen Baukästen wie die Connected Urban Twins anwenden. Ich freue mich sehr, dass es so ein Modellprojekt gibt und dass wir es hier auch auf der Intergeo haben und vorstellen. Und vielen, vielen Dank, Dr. Nora Reinecke. Und ich freue mich sehr und wir hören uns bestimmt bald wieder bis 2025. Ende 2025 läuft das Ganze noch. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und vielen Dank für den Einblick. Ganz herzlichen Dank Ihnen auch für die Einladung und ich freue mich aufs nächste Gespräch.